Hallo Leute, dann bin ich zum nächsten Video. Dieses Mal Update Time. Endlich ist es da. Wir haben so lange darauf gewartet und endlich ist es gekommen. Ich habe das Glück, hier auf dem Developer-Bild zu recorden und dann euch direkt zu Anfang des Updates heute das Video zu bringen. Und ich würde sagen, zoomen wir einmal raus und da ist es, das Schiff. Und neugierig, wir sind natürlich, klicken wir erstmal drauf und gucken, was passiert. Wir kommen direkt in unser zweites Dorf. Nachtmodus ist eingebaut in das Spiel. Das heißt, ein Spiel im Spiel, wenn man es so nennen möchte. 2 Dörfer auf einem Account. Und mit diesem Schiff kommt man von Dorf zu Dorf. Einfach draufklicken und schon seid ihr wieder im anderen Dorf unterwegs. Gehe ich jetzt auch erstmal wieder zurück zum Nachtdorf, weil das ist das, wo wir uns drauf fokussieren wollen. Weil die Änderungen im normalen Dorf, die Balance-Änderungen, die kleinen Tweaks und so, die es dort gab es schon, beziehungsweise haben wir schon besprochen. Wenn ihr die nochmal gerne gucken wollt, könnt ihr das gerne hier bei mir auf dem Kanal tun. Und ja, ich würde sagen, gucken wir uns einmal an, was es alles Neues gibt. Das hier ist erstmal ein Rathaus 5 Dorf, wo ich euch alles zeigen kann, wie es aussieht, wenn es maxed ist. Falls ihr Gameplay von Rathaus Stufe 2, weil nach dem Tutorial seid ihr direkt Rathaus Stufe 2. Falls ihr das sehen wollt, schaut sehr gerne heute Abend bei mir am Stream vorbei. Ich werde alles Mögliche erklären, Tipps und Tricks, schon ein bisschen drauf eingehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sofort stellen. Ich werde auf den Chat durchgehend eingehen. Falls ihr jetzt schon irgendwelche Anregungen bekommt, was ihr vielleicht in Zukunft sehen wollt, Basebau, paar Tipps und Tricks bei Taktiken, wie sollte ich am schnellsten oder am besten meine Truppen upgraden und so weiter und so fort, gerne damit in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und ich werde da natürlich sofort drauf eingehen. Genug gequatscht, gucken wir uns das Update an und ich würde sagen, wir starten mit den Truppen und mal sehen, was es dort so alles gibt. Gehen wir mal aufs Army Camp und hier sehen wir unten in der Leiste, es gibt als allererstes wieder die Barbaren, jedoch mit einem großen Unterschied und zwar diesmal können sie ab Stufe 2 geraged werden. Je nach Level verändert sich natürlich die Länge des Rages, aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass wenn man so einen kleinen Barbaren setzt, erstmal der abgeht wie eine Rakete und sofort im geraged Modus zum nächsten Gebäude oder zur nächsten Mauer sprintet. Ist schon ziemlich lustig anzusehen. Die nächste Truppe, die wir haben, ist der Bogenschütze bzw. die Bogenschützin und die hat als neue Fähigkeit bekommen, ab Stufe 2 freigeschaltet. Die Cloak Ability, ähnlich wie die Queen, wird sie für die ersten Sekunden unsichtbar und je nach Stufe verlängert sich auch das. Wie kann man die Truppe nutzen? Insgesamt ist es sehr, sehr angenehm damit, äußere Gebäude wegzunehmen und natürlich auch Verteidigung vielleicht wegzunehmen, bevor sie überhaupt schießen können, währenddessen die Bogenschützen immer noch im unsichtbaren Modus sind. Die nächste die nächste Truppe wäre dann der Riese. Auch der wurde etwas verändert und zwar ist er inzwischen ein Boxer. Das heißt, der erste Schaden ab Stufe 2, der erste Schlag, den er einem Gebäude zuteilt oder verursacht, ist der doppelte Schaden und auch dieser Wert wird sich verändern, je höher ihr das Level des Riesen bringt. Und ja, sieht schon mal ganz cool aus mit seiner roten Nase dort und auf jeden Fall cool zum Einsetzen. Die nächste Truppe wird sein das Minion. Dieses Mal noch wesentlich grüner, noch wesentlich lustiger drauf oder giftiger drauf, wie man es genau nehmen möchte. Und hier ist die Fähigkeit, die Reichweite. Wer kennt es nicht? Minions, unglaublich kleine Reichweite. Man möchte damit gerne ein Gebäude wegnehmen. Und was passiert? Der Bogenschützenturm dahinter trifft jedes Mal das Minion. Hier im Nachtmodus könnt ihr das umgehen, indem ihr die Fähigkeit freischaltet und auch dort natürlich mit dem Level die Länge von dieser Reichweite beeinflussen könnt. Ansonsten sind es einfach die ersten Sekunden, ist die Reichweite erhöht und auch damit kann man schon ordentlich Gebäude wegnehmen. Ist insgesamt eine ziemlich coole Idee, um die kleinen giftigen Luft-Einzelmännchen da etwas unterhaltsamer zu gestalten. So, die nächste Truppe hat es echt in sich und ich denke, dort werden wir, nachdem ich das auch einmal alles vorgestellt habe, so ein bisschen in Gameplay einmal reinspringen, wo ich einmal Rathaus 5 gegen Rathaus 5 Action zeige. Der Bomber. Nun haben sich einige vielleicht gedacht, so ja, er fokust dann Mauern und macht dann vielleicht den Mauerbrecher-Job, den man aus dem normalen Dorf kennt. Nicht ganz. Also, der Bomber ist ähnlich wie in Clash Royale einfach eine Truppe, die ihre Bomben wirft
und damit Flächenschaden macht. Das Problem und gleichzeitig der coole Part dabei ist, dass er auch Mauern anvisiert. Das heißt, egal was um ihn herum steht, er visiert es an, egal ob Gebäude oder Mauer. Dadurch sind schon häufig lustige Situationen entstanden, einfach weil der Bomber ein Gebäude, was direkt, oder man dachte direkt neben ihm steht und einfach die Mauer rechts neben ihm anvisiert und die erstmal komplett zerprügelt. Ist eine coole Truppe, muss man mit Vorsicht setzen, aber insgesamt ein sehr cooles Konzept, das man auf jeden Fall beim Angreifen nutzen kann. Die nächste Truppe ist der Babydrache. Der insgesamt ist ähnlich wie im Hauptdorf, und zwar bekommt er als Fähigkeit den geragten Modus. Sobald er allein unterwegs in Luft ist, bekommt er dort den Bonusschaden, und auch dieser Schaden und die Länge dieser Schaden wird natürlich durch die Fähigkeit, durch das Level reguliert. Die nächste Truppe ist auch eine komplett neue Truppe im Vergleich zu dem Dorf 1, und zwar ist es das Cannon Cart oder der Cannon Cart. Ist es auf jeden Fall eine neue Truppe, die als Cannon umherfahren kann, und als Fähigkeit hat diese Einheit, dass sie, sobald sie zerstört wurde, auf den Boden fällt und nochmal ordentlich Schaden austeilt und runterbrennt. Das heißt, nach und nach ein bisschen Leben verliert, währenddessen aber noch schießen kann, stationär ist, aber schießen kann und ordentlich Schaden verteilt. Coole Idee, bin ich sehr gespannt, wie das insgesamt zum Einsatz kommen wird. Die nächste Truppe ist die Nachtwitch, vor kurzem erst in Clash Royale eingebaut, und ja, die wird dann allererst, genauso wie mit dem Skelett, Balloon und dem Packer, im nächsten Verlaufe irgendwie kommen. Insgesamt nur bis zum Cannon Cart alles freigeschaltet, und ja, ich würde sagen, springen wir direkt mal rein in die Verteidigungen, die jetzt neu sind oder die neu in dem Nachtmodus sind oder allgemein dazugekommen sind. Wir haben hier zweimal Kanonen, ähnlich wie im normalen Dorf, relativ große Reichweite, ordentlich Schaden, Kanonen eben, so wie wir sie kennen, alles wunderbar wie bisher. Das nächste Gebäude hat sich aber schon stark verändert, und das ist die Doppelkanone. Auch hier gibt es insgesamt auf Rathausstufe 5 2 Stück, und die machen ordentlich Schaden. Man sieht insgesamt, wenn man hier die Reichweiten vergleicht, die normale Kanone hat eine ordentliche Reichweite, dafür semi-guten Schaden, sage ich mal, aber die Doppelkanone hat es dann in sich, sobald eine Truppe in den Nahkampf mit der Kanone oder mit der Doppelkanone kommt, und natürlich, ja, Reichweite etwas kürzer, ansonsten wären die unterschiedlichen Verteidigungen auch nicht wirklich gebalanced. Das nächste Verteidigungsgebäude ist dann der Archer Tower. Den kennen wir auch schon aus dem normalen Dorf. Aber hier, was sehen wir da? Man kann hier unten noch einen weiteren Knopf drücken, ähnlich wie beim X-Bogen. Und was passiert? Man kann ihn auf große Reichweite und auf kleiner Reichweite haben. Das heißt so viel: große Reichweite, kleiner Schaden, kleine Reichweite, großer Schaden. Relativ leicht zu merken, und auch hier muss man ihn unterschiedlich einsetzen. Wenn man ihn auf eine große Reichweite setzt, muss man natürlich die Reichweiten nutzen, indem man ihn beispielsweise weiter Richtung Chor stellt oder allgemein besser positioniert, beziehungsweise anders positioniert. So, das heißt, wir haben jetzt schon relativ viele Gebäude durch. Das nächste wäre dann der Firecracker, ähnlich der Luftabwehr wie im alten Dorf. Allerdings lasst euch dort nicht aufs Korn nehmen. Der macht nicht so viel Schaden wie im normalen Dorf. Eine unglaublich große Reichweite, wie ihr seht, aber der Schaden ist lange nicht so hoch wie von einer Luftabwehr. Und ja, eher dafür da, um bestimmte Gebiete ein bisschen zu kontrollieren, vielleicht auch ein bisschen um gegen Minions vorzugehen, aber insgesamt eine ganz nette Addierung und vor allem gut, dass er nicht so viel Schaden macht, weswegen kommen wir dazu später noch. Das nächste Gebäude wäre dann der Crusher, und der hat es echt in sich. Ein neues Gebäude, was es in der Version 1 noch nicht gab, und hier, man sieht es, sehr, sehr kleine Reichweite. Man könnte jetzt vielleicht denken, ich muss rauszoomen, ähnlich wie beim Adler, und sehe dann die große Reichweite, aber hier ist es so, er hat wirklich nur diese kleine Reichweite um seinen eigenen großen Kern herum, macht ordentlich Schaden und ist der Tod von allen Riesen und allen Barbaren. Das Ding hat es echt in sich, und ja, ich würde sagen, können wir auch gleich mal sehen in den paar Live-Fights, die ich euch zeigen möchte. Das nächste, was wir noch haben, ist der Multiminenwerfer, ähnlich wie der normale Minenwerfer im Dorf. Dieses Mal aber schießt er ordentlich
und vor allem doppelt und dreifach, halt Multi. Das heißt, normale Truppen, ähnlich wie die Bomber oder auch die Cannon Cards, haben dort häufig sehr, sehr wenig Chancen, sobald das Ding erstmal die anvisiert. Vor allem gegen Gruppen, ähnlich wie der Minenwerfer, ist das echt effektiv und ja, kann sehr gut zu einem Fail führen, was man natürlich nicht gerne haben möchte. Die nächste und auch letzte Verteidigung an sich ist die Airbombe. Der Airbomber, wie auch immer man ihn nennen möchte, das Ding macht richtig Schaden. Einerseits Flächenschaden, aber andererseits natürlich auch Single-Schaden. Man denkt natürlich, okay, rote Minen machen Schaden, aber ist hauptsächlich für die Fläche. Das Ding hier ist komplett anders. Der Schaden auf einzelne Targets, wie zum Beispiel den Babydrache, macht richtig ordentlich Schaden. Ich denke, 3 von den Dingern und so ein Babydrache ist weg. Und das ist richtig ordentlich. Und ja, ich würde sagen, das sehen wir auch gleich nochmal genauer dann im Live-Fight. Das nächste Gebäude, was wir uns angucken wollen, ist der Guardposten. Der Wachposten im Dorf. Man sieht hier schon die Barbaren und die beiden Bogenschützen. Die verstecken sich aktuell ein bisschen. Um das Gebäude drumherum laufen. Und die sind ähnlich wie eine Clanburg. Haben immer die gleichen Truppen drin, aber sie sind da und nerven natürlich tierisch, wenn sie einfach plötzlich mal hinter der Mauer auftauchen und deine Truppen komplett verrückt spielen lassen. Ist nicht schön, aber ist die neue Clanburg oder Ersatz für die Clanburg. Was haben wir noch? Wir haben natürlich noch ganz normal hier Elixier und Goldminen. Lager haben wir natürlich noch, aber was ist das? Das Gebäude unten kennen wir noch nicht und ich würde sagen, klicken wir mal drauf und bitte was? Eine Gem-Mine? Das haben sich, glaube ich, sehr, sehr viele schon sehr, sehr lange gewünscht. Gem-Mine endlich im Spiel. Nachtmodus wird noch cooler gemacht, als er sowieso schon ist. Gem-Mine kann man sich täglich wunderbar seine Gems abholen und in aller Ruhe dann später größere Sachen Gems zusätzlich zu den ganzen Unkraut, was hier drumherum wächst. Also auch dort nochmal eine Neuerung, wo sich wahrscheinlich viele dachten, dass das nicht mehr kommen wird. Dann, was sehen wir hier noch? Diese Uhr kennen wir auch so noch nicht aus dem normalen Dorf. Klicken wir auch hier einmal kurz drauf. Der Clock Tower, also der große Uhrturm in der Mitte des Dorfs, wo auch immer er stehen mag, kann für einen kurzen Zeitraum eure Geschwindigkeit von den Produktionen der Truppen zum Beispiel erhöhen und ist damit vor allem in kleineren Bereichen, wo ihr vielleicht mehr Zeit habt zum Spielen, sehr, sehr angenehm, weil ihr schneller angreifen könnt und so absolut keine Probleme habt. Ach ja, an der Stelle muss ich auch noch mal erwähnen, es gibt keine Kosten für Trainingstruppen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Armee ändern möchte, kostet das absolut nichts. Wenn ich meine Armee ausbauen möchte, kostet das auch absolut nichts. Und ja, ich finde das recht angenehm, dass man so sein Elixier sparen kann. Was haben wir noch nicht angesprochen? Natürlich hier die Minen. Auch diese kann man inzwischen auf Boden und auf Luft stellen. Das heißt, je nach Präferenz, wie man das gerne haben möchte, auch die große Mine, die Megamine, kann man auf Luft und auf Boden stellen. Je nachdem, wie man es gerne machen möchte. Und ja, ich denke, ansonsten sieht das Dorf recht normal aus. Aber was ist das? Wenn ich diese Mauer anklicke, verschieben sich gleich insgesamt 5 Mauerstücke. Was ist denn jetzt los? Habe ich da irgendwas kaputt gemacht? Nein, habt ihr nicht. Insgesamt sind das 5 Mauerstücke, die ihr anvisieren könnt, die ihr drehen könnt. Und dann, ja, müsst ihr sozusagen um diese kleine Schwierigkeit herumbauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und versuchen, diese Mauerstücke möglichst sinnvoll in euer neues Layout auszubauen. Und auf jeden Fall werdet ihr davon eine Menge auf meinem Kanal noch sehen in Zukunft für alle Rathausstufen und auch dort einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt. Vielleicht können wir auch einen Baseball-Contest machen, ich weiß es noch nicht. Wird es auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten geben, diesen neuen coolen Modus irgendwie zu nutzen, dass man noch geileren Content irgendwie hinbekommt. Wie gesagt, sobald ihr irgendwelche Ideen habt, sehr gerne in die Kommentare. Falls ihr Anfragen habt für andere Ideen, auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt direkt mal in den Live-Fight. Dazu muss ich hier unten auf das Versus Battle klicken. Und ich muss auf Find Now klicken. Unten sieht man meine Armee. Was ich noch gar nicht erzählt habe, tut mir leid, habe ich komplett vergessen. Bei den ganzen neuen Sachen, die gekommen sind,
ist die Battle Machine. Das ist der neue Held. Es gibt keine Archer Queen mehr, kein Barbarenkönig mehr oder ähnliches. Die Battle Machine übernimmt jetzt diesen Job und ja, insgesamt ist es wahrscheinlich am leichtesten, das zu erklären in einem Kampf selbst. Deswegen springen wir auch direkt gleich in einen rein. Aber an sich ist die Fähigkeit von ihm einfach, dass er etwas Leben dazu kommt, die nächsten Schläge mehr Schaden macht. Und das Coolste dabei ist, die Fähigkeit hat einen Cooldown. Das bedeutet, wenn der Cooldown abgelaufen ist, kannst du sie im gleichen Fight nochmal nutzen. Und an sich kannst du in einem Fight sie bis zu, ich weiß nicht genau, wie groß der Cooldown ist, aber du kannst sie unendlich mal in Anführungsstrichen benutzen, was ziemlich cool ist und auf jeden Fall ein Unterschied zum normalen Dorf. Und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt mal hier rein in ein Dorf oder in eine Suche. Mal sehen, ob wir was finden. Nach einem Gegner wird gesucht. Und da haben wir wen gefunden. Den Yavei. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und was sieht man dort unten? Die grünen Pfeile. Man kann während des Kampfs oder beziehungsweise während der Vorbereitungszeit seine Armee ändern. Das bedeutet, dieses Gefühl von wegen, oh mein Gott, ich hatte eben noch eine Armee, die genau auf diese eine Base funktioniert hätte. Dieses Gefühl gibt es nicht mehr, weil ab jetzt könnt ihr eure Armee während der Vorbereitungszeit direkt anpassen. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal ein bisschen rum. Ich zeige euch am Anfang erstmal eine Bodenarmee. Nicht jede Armee davon wird da die Base auf 3 Sterne bringen. Und ich würde sagen, springen wir einfach direkt mal rein. Gucken, was wir so hinbekommen. Ich würde sagen, wir kommen von der Seite oben rechts, um den Minenwerfer möglichst schnell rauszubekommen, weil der ordentlich Schaden macht, wie gesagt. Und ich würde sagen, 2 Riesen, dahinter 2 Bomber, die Minenkarren, der Held hinterher. Und dann gehen wir mit den Riesen rein. Ihr habt eben gerade jetzt schon gesehen, die Fallen, die bin ich noch gar nicht durchgegangen, was die Sprungfalle, die normale Sprungfalle und die wirklich große Sprungfalle angeht, werde ich gleich nochmal kurz zeigen. Man sieht jetzt hier schon, die eine Karre ist weg. Man sieht das gerade auch gesehen. Ich habe die Fähigkeit vom Held nochmal benutzt. Unten der Crusher macht ordentlich Schaden und der König, die War Machine geht ja mal durch und ich habe gerade so noch die Ability nochmal durchbekommen. Währenddessen hier meine Kanonen am Ausrasten, jetzt ist er weg und damit wird dann der ganze Angriff auch allmählich zu Ende gehen. Man sieht jetzt hier vielleicht das, was ich meinte, der Bomber visiert einfach mal hier die Mauern fröhlich hintereinander an, kloppt sich hier überall durch und auch hier sieht man jetzt nochmal, die Kanone ist down und brennt langsam nieder, ist dann stehen geblieben. Und oben währenddessen ist die andere Kanone auch down gegangen. Insgesamt echt cool. Und ich würde sagen, haben wir uns sogar einen Boni geholt, weil wir gewonnen haben. Holen wir uns nochmal schnell hier die Ressourcen. Genau, was ihr noch vergessen habt, die Sprungfalle. Die ist genauso wie im normalen Dorf, die kennt ihr auch alle. Aber was Neues ist die Push Trap. Und hier seht ihr die Push Trap von diesem Fleck aus, wo ich sie gerade ausgewählt habe. Bis zu dem weißen Kreuz hier unten wird die Push-Trap hingesetzt. Und das heißt, man kann lustige Kettenreaktionen machen. Beispielsweise kann man von hier einen Riesen über die Push-Trap in den Crusher hinbekommen. Es gibt echt lustige Kombinationen, wo wir schon mehrere Sachen hinbekommen haben, von wegen Push-Trap into Push-Trap, into Push-Trap, into eine Spring-Trap beispielsweise und solche ganzen Scherze. Also es geht einiges dabei. Und ja, ich würde sagen, wir warten noch kurz die letzten 44 Sekunden ab und gehen dann direkt nochmal in einen Angriff rein. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir das dann wunderbar alles einmal gezeigt. Wie gesagt, heute Abend ist noch ein Live-Gameplay-Stream. Das heißt, falls ihr gerne Live-Gameplay von Rathaus 2 und wahrscheinlich auch höher sehen möchtet, da ich ja mehrere Accounts habe, wie ihr wisst, werde ich zum Teil probieren, ein bisschen höher zu bekommen. Das heißt, vielleicht auch einige Gems investieren, um dort einerseits higher Gameplay oder höheres Gameplay zu bekommen. Das heißt, Rathaus, weiß ich nicht, 4 vielleicht oder sowas, 4 bis 5. Und dann habe ich auch noch einen ganz normalen Account, wo ich, wie jeder andere, ganz normal ohne Gems
versuche ein bisschen hoch zu pushen. Mal sehen, wie hoch ich komme beim Pushen, weil ihr seht, ähnlich wie in Clash Royale geht das hier mit Pokis vonstatten. Und ja, was ich dann noch erklären kann, ist natürlich hier unten, man sieht unten in der Mitte die Wins. Je nachdem, wie viele ihr von diesen Äxten schon habt, könnt ihr noch Wins machen. Ähnlich wie in Clash Royale die Crown Chest, weil hier ist es so, pro Axt bekommt ihr einen Win-Bonus und sobald ihr die dritte Axt voll bekommt, bekommt ihr den dreifachen und danach hat das ganze Ding einen Cooldown. 22 Stunden, soweit ich weiß, mag sich vielleicht noch ändern und ja, ich würde sagen, Armee ist ready, hält noch nicht ganz, aber ich denke, da müssen wir jetzt gar nicht drauf warten. Ich will euch nochmal einmal kurz ein paar Truppen zeigen, was man da alles so machen kann. Und dann suchen wir jetzt nochmal hier ganz schnell und mal sehen, ob wir wieder schnell jemanden finden. Suche, suche, suche. Searching for Opponents. Mal sehen, hoffentlich finden wir jetzt noch einen. Und ja, dann war es das auch schon. Gut, dass wir jetzt einen gefunden haben. Wunderbar. Wieder gegen Yavey. Und ja, wie gesagt, diesmal will ich euch etwas anderes zeigen. Was können wir machen, was hatten wir noch nicht? Ich will euch einfach mal die anderen Truppen zeigen. Das heißt, hier alle anderen Truppen, die wir noch nicht bisher hatten. Das heißt, diese hier. Was können die Barbaren? Uppala. Was können die Barbaren? Wie gesagt, die können hier oder sind am Anfang erstmal geraged. Können wir einige setzen, nach Möglichkeit außerhalb der Reichweite. Und man sieht hier wunderbar die Minenwerferschüsse, wie sie hier den einen Barbar rausgenommen haben. Dann versuchen wir hier vielleicht noch den Bogiturm freizulegen, dass ich den hier anvisieren kann. Wird alles wunderbar rausgenommen. Oben nehmen wir einen Minion und ich setze mal jetzt extra relativ weit oben, damit ihr die Reichweite seht. Guckt euch die Reichweite an. Also ich würde mal sagen, da habt ihr keine Probleme mehr. Jetzt sieht er ein bisschen heran, aber wenn man da 2 Minions hinsetzt, ist das schon ganz ordentlich. Hier kann man auch nochmal vielleicht einen Minion dran setzen. Und ja, was kann man dann noch machen? Man kann hier einen Bogi dran setzen und man sieht wunderbar die Cloak-Fähigkeit, die sie hier haben, eine ganze Weile lang, womit man ordentlich auch was wegsnipen kann. Und fangen wir hier nochmal oben mit dem nächsten Minion an. Hier nehmen wir noch einen Bogenschützen und wir arbeiten uns so langsam um die Base vor. Was kann man hier nochmal machen? Hier nehmen wir nochmal eine Bogenschützen. Hier noch ein Minion. Und dann gehen wir hier langsam weiter vorne weg. Hier nehmen wir noch ein paar Barbaren, dass wir diesen Bogiturm freigearbeitet haben, dass wir hier direkt mit dem Babydrachen arbeiten können. Und mal sehen, ob ich den hier wunderbar nutzen kann. Man sieht hier schon, Luftabwehr macht nicht so viel Schaden. Die beiden anderen Truppen sind wesentlich stärker. Das heißt Bogiturm und Tesla als Kombination. Das heißt, ich versuche das hier mal mit den Bogis wegzunehmen. Man sieht hier, die Push-Trap nimmt hier einige von meinen Truppen raus. Was ich jetzt gar nicht so gut fand. Und das heißt, ich kann hier wieder die Kanone oben nehmen. Mit den Minions, wunderbar. Und was man hier auch wunderbar sehen kann, die Reichweite von den Bogis ist höher als der von dem Crusher. Das heißt, wunderbar dort. Nehmen wir nochmal hier Minion, der vielleicht den rausnehmen kann. Genau. Und ja, ich würde sagen, versuchen wir jetzt hier das Rathaus noch mitzunehmen. Das wäre vielleicht ganz schön. Babydrache spuckt hier alles wunderbar weg. Und man sieht jetzt hier wunderbar nicht so viel Schaden. Und vielleicht sieht man jetzt nochmal, okay, die eine Mine hat man jetzt nicht gesehen. Ich setze mal den nächsten Babydrachen und hoffe, dass die eine Mine meinen Babydrachen erwischt, um euch mal den Schaden zu zeigen. Und weg. Also das Ding macht richtig Schaden. Und ja, gut, habe das Rathaus jetzt nicht mehr bekommen. Mal sehen, ob ich noch mit dem Minions irgendwas hinbekomme. Man sieht auch hier, das Rathaus hat nicht so viel Leben wie normalerweise. Aber hey, insgesamt war es jetzt nicht der beste Angriff, aber haben trotzdem gewonnen. Und man sieht jetzt, der Win-Bonus wurde ausgezahlt und hat jetzt ein Cooldown, wenn ich hier wieder drauf klicke. Okay, ich hatte nur noch den zweiten als in der Hinterhand. Ähnlich wie bei dem täglichen Sterne-Bonus kann sich das zweimal aufladen. Also das heißt, innerhalb von 24 Stunden, wenn man den nicht nutzt, hat man noch einen zweiten in der Schleife sozusagen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich über das Update.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schaltet heute Abend ein beim Stream und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.